Ich habe die Vibrationsdämpfer jetzt erstmal von der Höhe her grob eingestellt. Die Wellenkupplung habe ich ja bestellt, die ist mir ja leider kaputt gegangen beim Abziehen. Und damit das nicht wieder passiert, will ich den jetzt auf die Welle einschleifen. Das hat geklappt. Ich habe den Kloben jetzt eingeschliffen. Heute zeige ich dir, wie ich den Rahmen unter dem Motor neu einbaue, wie die Vibrationsdämpfer reinkommen und auch wie ich verhindern will, dass das nächste Mal die Vetus Wellenkupplung beim Abziehen wieder bricht. Vor allem aber verrate ich dir, warum ich heute die Vibrationsdämpfer von Vetus, die mit Steun, nicht mehr einbauen würde. Ich bin Christoph vom Hafenkino-Blog und zusammen mit Marion, meiner Freundin, segle ich seit 3 Jahren über die Meere. Darüber berichten wir auch, und zwar wöchentlich auf hafenkino.blog. Da geht es ein bisschen mehr ums Segeln, um Land und Leute und am Rand auch um Technik. Also wenn du willst, schau da auch gerne mal rein, da freuen wir uns. Ich bin Bootsschrauber, das hier ist Hafenkino Technik. Hier geht es nur um Wartung, Technik und um Instandhaltung. Das hier ist mein 3. Boot und man könnte auch sagen, seit 7 Jahren schraube ich mich von Hafen zu Ankerbucht, denn es geht eben immer etwas kaputt. Wichtiger Hinweis noch, ich bin Laie, ich habe mir das selbst angeeignet, das heißt, alles, was du siehst, kann auch falsch sein. Das hier ist Teil 3 einer Miniserie, Einbau des Rahmens, Einbau der Vibrationsdämpfer. Lass uns anfangen, viel Spaß! Die original von Amel verbauten Vibrationsdämpfer sind die sogenannten Vetus mit Steun. Das sind gummihydraulische Dämpfer, das heißt, die federn durch Gummi und durch eine eingeschlossene Ölblase im Inneren des Gummis. Aus meiner Sicht hat Amel diese vor allem aus Komfortgründen für den Bootseigner verbaut, um die Vibrationen auf den Pilotsitz und im Cockpit gering zu halten. Ich hatte dir bei der Einleitung gesagt, dass ich die mit Steun nicht mehr einbauen würde. Du siehst aber gerade, dass ich sie einbaue. Ich springe zeitlich nach vorne, wir sind ein paar Wochen später. Ich habe mittlerweile die Carp 75 eingebaut und die mit Steun wieder rausgeschmissen. Du sollst nicht denselben Fehler machen, deswegen schiebe ich das jetzt ein. Warum ich die rausgeschmissen habe, nicht mehr einbauen würde. Die mit Steun sind zu weich. Die sind für diese Belastung gar nicht ausgelegt. Hier kommen ungefähr 75 Kilo pro Stück an. Das heißt, ich brauche 75 Kilo Belastbarkeit, die mit Steun haben, aber nur 50 bis 65. Sie sind also zu weich. Zweitens, sie sind extrem teuer. Sie sind ungefähr 4-mal so teuer wie die K75 und ich finde die K75 besser, weil sie steifer sind. Auch dadurch lässt sich der Motor leichter ausrichten. Und drittens, das Hauptargument, die mit Steun haben innen drin eine Ölblase und sie dämpfen also durch Gummi und durch Öl. Und wenn aber die Ölblase plötzlich platzt, was mir jetzt 2-mal passiert ist, dann sackt der Vibrationsdämpfer schlagartig ab. Und du kriegst auf einmal Unwucht in den Motor und auf das C-Drive, starkes Schlagen auf das C-Drive und dadurch geht der C-Drive kaputt. Also aus meiner Sicht hat das in der Langfahrtjacht nichts verloren, ein Vibrationsdämpfer, der schlagartig versagen kann. Nun lass uns aber weitermachen, der Prozess ist der gleiche, Rahmeneinbau, Vibrationsdämpfer einbauen und das Ausrichten ist genau das gleiche. Wir machen jetzt einfach weiter. Viel Spaß dabei und sag mir gerne, was du davon hältst, von meinen Überlegungen. Schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich habe die Vibrationsdämpfer jetzt erstmal von der Höhe her grob eingestellt, die Mutter hier oben. Und ich habe die Maße davon erstmal an den alten Füßen abgenommen, weil das ist das genaueste, was ich habe. Und die Schrauben hatten sich ja festgesetzt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das die ursprüngliche Einstellung war damals vom Werk, als es eingebaut wurde. Das heißt nicht, dass es passt, aber das heißt, dass es annähernd passt. Das heißt, das ist ein ganz guter Startpunkt. Ich werde jetzt die noch festschrauben, mache da Molybdenpaste mit rein, damit das in dem Gewinde nicht fest korrodieren kann. Das war ja das, wo ich so große Sorge vor hatte. Molybdenfett entschrauben war keine gute Idee, da die Reibung im Gewindeloch vermindert wird und sich die Schrauben durch Vibration lösen können. Der Rahmen unter dem Motor besteht nicht aus einem einzigen Stück, sondern aus 4 Einzelteilen. 2 Längsteile und 2 Querteile. Die Rahmenteile sind übrigens viel schwerer, als man glaubt. Die Längsteile wiegen alleine pro Stück ca. 15 bis 20 Kilogramm. Obwohl der Rahmen nur provisorisch drin ist, er bewegt sich so gut wie überhaupt gar nicht. Und der alte Rahmen, der ließ sich ja jetzt schon im unbelasteten Zustand vom Motor hin und her bewegen.
so kaputt waren die Vibrationsdämpfer. Also das auf jeden Fall wird einen riesen Unterschied machen. Also ihr habt das ja vielleicht gesehen, die Vibrationsdämpfer, die Vetus mit Steuern, die da unter dem Rahmen sitzen, also die Motorlager darstellen, die sind ja nicht neu, die hatte ich ja gebraucht gekauft und hatte sehr lange gezweifelt, ob ich die wirklich einbauen soll oder lieber doch nochmal neu kaufe. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die einzubauen. Ich hoffe, es hat dir bis hierher gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass mir bitte ein Abo und einen Kommentar, denn ich baue den Kanal gerade neu auf. Da ist mir deine Rückmeldung besonders wichtig. Also, lass uns weitermachen. Vielen Dank. In manchen Foren oder in manchen Infos steht drin, dass hier vorne, dass das K75 sind, die hier hingehören, Vibrationsdämpfer. Und ihr seht aber schon von den Löchern her, dass das nicht hinkommt. Das waren keine K75, die habe ich jetzt verkehrt gekauft, sondern das waren Cushy Float heißen die. Und die habe ich jetzt noch bestellt. Die Cushy Floats sind heute angekommen, die stehen im Moment nur drin. Die kann ich gleich festschrauben. Das ist der Support, das sind die Vibrationsdämpfer, die isolierten für den C-Drive-Kopf. Da kommt dann noch eine Traverse drauf. Da liegt jetzt gerade die Werkzeugtasche drauf. Diese Traverse kommt dann da noch drüber. Der Rahmen ist ungünstig konstruiert, denn die hinteren Schrauben von den C-Drive-Vibrationsdämpfern und auch von der Traverse können nur eingebaut und festgezogen werden, wenn die hintere Quertraverse vom Rahmen ausgebaut ist. Bei manchen Schritten stört die hintere Traverse. Bei anderen wiederum muss diese dringend drin sein, zum Beispiel beim Ausrichten. Aus diesem Grund habe ich die hintere Quertraverse des Rahmens in den einzelnen Schritten bestimmt 10-mal ein- und ausgebaut. Die Traverse muss diagonal eingefahren werden und sie kann nur eingehoben werden, wenn die Cushy Floats noch nicht auf dem Rahmen festgeschraubt sind. Die Traverse habe ich jetzt angebracht über dem C-Drive. Ich habe erstmal nur die Traverse mit dem C-Drive-Kopf verbunden. Und ich musste aber mit der Traverse nochmal die Cushy Floats, also die Vibrationsdämpfer, einfahren, weil das so reingeht. Das heißt, ich habe die nochmal losgeschraubt. Außerdem hatte ich dann den Riemen vom Wellengenerator mit reingeschraubt. Ist mir aber noch aufgefallen, das heißt, ich habe das korrigiert und jetzt ist also nur die Traverse auf dem C-Drive-Kopf. Die Vibrationsdämpfer sind noch nicht ausgerichtet. Das kommt später. Bin gerade noch dabei, die Schrauben absolut festzuziehen. Und so sieht es jetzt im Moment aus. Wir haben hier die Cushy Floats, die sind noch lose. Und hier, man sieht das auch, wenn man dran wackelt. Die Cushy Floats, die machen noch überhaupt nichts. Was ich jetzt gemacht habe, ist diese Schrauben hier, also die Traverse hier mit dem C-Drive-Kopf verbunden über 4 von diesen Schrauben, 2 da hinten, 2 hier vorne, sodass das erstmal fest ist und dann werde ich im nächsten Schritt die mal grob ausrichten, weil wenn man da drunter guckt, dann sieht man, dass die auch noch keinen Kontakt haben. So hätten sie Kontakt. Also die Traverse fliegt noch, aber ich werde erstmal die Cushy Floats dann noch befestigen. Und dann kommt als nächster Schritt die mal grob auf Höhe bringen. Der Rahmen trägt den Motor und auch den C-Drive-Kopf und ist ganz wichtig für die spätere Ausrichtung des Motors. Deswegen ein paar Anmerkungen dazu. Das hintere Querstück des Rahmens, wenn das nicht eingebaut ist, dann kippen die Längsträger des Rahmens leicht nach außen.
Auf diesen Längsträgern sind aber die Vibrationsdämpfer des C-Drive-Kopfes montiert. Das heißt, sie können in dieser Position nicht final in der Längs- und Querachse ausgerichtet werden. Aber sie können nur in dieser Lage final montiert werden und festgezogen werden. Denn sobald der hintere Rahmenteil wieder eingebaut ist, sind die hinteren Schrauben von diesen Vibrationsdämpfern nicht mehr zugänglich. Aber nur, wenn der Rahmen geschlossen ist, dann kannst du die Lage der Vibrationsdämpfer final beurteilen. Aber du kannst sie nicht festziehen. Dazu muss das hintere Querstück schon wieder rausgebaut werden. Also das führt dazu, dass du es mehrfach ein- und ausbauen musst, wenn du exakt arbeiten willst. Die seitliche Lage von diesen Vibrationsdämpfern muss eventuell auch beim Ausrichten auf den Motor später nochmal verändert werden. Und das bedeutet, das hintere Querstück nochmal auszubauen. Das ist der Mitnehmer oder der innere Teil von der Wellenkupplung. Die Wellenkupplung habe ich ja bestellt, die ist mir ja leider kaputt gegangen beim Abziehen. Und damit das nicht wieder passiert, will ich den jetzt auf die Welle einschleifen. Ich habe gestern schon mal das grob mit Sandpapier ausgeschliffen und die Welle leicht gereinigt, eigentlich nur mit Sandpapier. Und der Nutstein ist auch aus der Welle raus und ich habe mir jetzt Einschleifpaste für Ventile hier von dem Händler vor Ort hier besorgt. Der hat mir freundlicherweise die mal gegeben und dann werde ich das heute einschleifen, damit das leicht rein und raus geht. Wir haben hier die Welle vom C-Drive. Hier sitzt normalerweise der Nutstein drin. Das ist er. So ist die Nut versetzt. Und hier auf der Nut kann ich nur bis dahin schieben und komme nicht weiter. Und ich möchte mir natürlich weder das Passstück noch die Welle versauen und deswegen nehme ich jetzt da die Schleifpaste und schleife das ein, damit das dann auch satt sitzt. Das hat geklappt. Ich habe den Kloben jetzt eingeschliffen. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Wenn das jemand weiß, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. So sieht das jetzt aus. Also ich setze hier Nut auf Nut und kann ihn aufschieben bis zum Ende. Alle Produkte, die ich in dem Video verwendet habe, kannst du bestellen. Ich verlinke dir die unten. Das ist die Stirnleuchte, WD-40 und so weiter. Und wenn du mir helfen willst, dann drück auf Gleich bestellen, weil dann kriege ich eine kleine Provision davon ab und das hilft mir natürlich weiterzumachen. Bevor du jetzt gehst, Abo hinterlassen, ganz wichtig. Das war Teil 3 der Miniserie. Das nächste Mal geht es weiter mit dem Ausrichten des Motors auf die Welle. Also wieder sehr, sehr spannend. Gibt es wieder sehr viele Praxistipps. Und wenn du so lange nicht warten willst, kannst du dir eins der Videos hier angucken, wo es auch um Technik geht. Also, danke, dass du bis hier dabei warst und bis zum nächsten Mal.